Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen zum zweiten Teil heute hier auf Hamburg Hafen Live. Timing ist perfekt. Wir waren eben noch auf der Stettin und jetzt am Bubendeiufer. Und wir sehen da hinten schon ungefähr bei Wedel oder gerade bei Wedel durch die Hamburg Express, die zum allerletzten Mal schnief nach Hamburg kommt. Der Martin ist bei mir, den habt ihr ja eben noch gesehen. Der muss aber gerade mal eine Stulle verdrücken. Dann kommt er gleich ein bisschen dazu und möchte ein bisschen mitsabbeln. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich brauche jetzt allerdings auch erstmal so einen kleinen Moment, um runterzukommen. Denn ja, das war so ein bisschen Holter die Polter, ne? Aufbauen. Rekordzeit Aufbau. Warte mal, komm, du kriegst jetzt mal ein Mikro. Hast du aufgegessen? Runtergeschluckt. Alles bestens. Also Never say never again. Vielleicht kommt sie ja doch noch mal irgendwann. Irgendwas, was knistert und knuspert, das ist immer ganz toll am Mikrofon. Alles weich. Ja. Ja, aber schön, dass ihr jetzt auch wieder dabei seid. Also es war ohne große Ankündigung. Ich Idiot hatte natürlich auch vergessen, den Stream, den ich schon vorbereitet hatte, auf öffentlich zu stellen. Das habe ich jetzt erst gerade gemacht. Ja, ja. Und hier haben wir nochmal die Branddirektor Westphal. Aber das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen als alter Hapag-Lloyd-Fan, wenn die Hamburg Express zum letzten Mal nach Hamburg kommt. Ja, warum kommt sie das letzte Mal nach Hamburg? Viele von euch, die wissen das schon. Aber Hapag-Lloyd ist ja eine Allianz mit Maersk eingegangen. Und im Zuge dieser Allianz haben sie so ein bisschen Routen neu sortiert. Und die arbeiten jetzt mit so einer Art Hub-Konzept. Das heißt, für die ganz großen Schiffe haben sie nur noch zentrale Häfen. Diese zentralen Häfen sind in Europa Rotterdam, Wilhelmshaven und Bremerhaven. Und ja, da ist Hamburg leider rausgefallen. Das heißt, von diesen großen Häfen wird dann mit kleineren Schiffen verteilt. Ist ein bisschen schade, aber that's business, muss man sagen, oder? Da ist wahrscheinlich die Elbe zu lang gewesen. Ja, und dann haben wir ja hier diese Tiefgangsgeschichte. Zu lang und zu flach. Ja. Also Hamburg ja doch leider ein kleines Aber in welchem Problem. Rhythmus wechseln denn diese Routen? Alle paar Jahre ist da sowieso eine Änderung, oder? Da ist ständig Änderung drin. Also da ist ständig Bewegung und Änderung drin. Und so Schiffe halten ja mehr als ein paar Jahre. Du, das kann auch sein, dass die irgendwann sagen, hey, anders war es doch besser oder effizienter. Oder vielleicht sagen sie auch, hey, wir brauchen trotzdem ein paar Dienste, die nach Hamburg fahren aus irgendeinem Grund. Genau. Und dann ist sowas auch ganz schnell wieder geändert. Ja? Dass Paddy weint, ist kein Grund. Nein, ach, weinen ja auch nicht. Aber klar, ich meine, als Hamburg-Fan, Hamburg Express, Hapag-Lloyd, Genau. na, das ist natürlich schon etwas, wo man dann auch so ein bisschen melancholisch, romantisch wird. Aber wie gesagt, es ist Business halt. Ne? So ist es. Ja. Ja, Andreas schreibt auch nochmal, war nett der Dampfeisbrecher. Ja, danke, danke. Danke für das Lob. Also wie gesagt, der Martin, der ist ja noch hier. Jetzt haben wir auch so ein ganz bisschen Zeit, hier mal in den Chat zu gucken. Ich lese mit. Na, und falls da noch irgendwelche Fragen auftauchen, dann gerne her damit. Irgendwann hatte ich mal geschrieben, was für Regenbogenfragen zu stellen sind und so. Da kam aber nichts. Jetzt bin ich hier, stellt die Fragen. Es ist ja auch immer so, wenn du sagst, hat noch jemand eine Frage, Ja, passiert ja, nichts. Passiert nichts, genau. Dieser Sonnenuntergangsregenbogen, den du jetzt neulich vom alten Schweden aus hattest, da Ja. war dann der Schauer. Das und dann war war ein rot gefärbter Regenbogen zu sehen da drüben. Und du wusstest gar nicht, wo du hinfilmen Ja. sollst, weil das da sensationell war und da war es sensationell. Und das war auch so ein Moment, da hatte ich Abendbrot fertig und saß dann am Fernseher und sah diesen Regenbogen. Und meine Frau kommt rein, wollen wir jetzt irgendwas gucken? Ja, guck dir mal den Regenbogen an. Ja, toll. Du mit deinen Schiffen da. Genau. Und dann haben wir was anderes geguckt. Aber ich habe den Regenbogen hinterher nach dreimal geguckt. Das war wirklich was Besonderes, weil der so eben mit der untergehenden Sonne schon ein rot gefärbter Regenbogen und so steil rauf, dass er eben fast senkrecht aus dem Wasser steigt.
Das hat man nicht alle Tage. Nee, das stimmt. Aber der Stream, der war sowieso voller Highlights. Absolut. Ja. Gar nicht mit gerechnet, aber das war wirklich echt krass. Ja, Sebastian schlägt vor, einfach die Waren über Hapag-Lloyd bestellen. Dann müssen sie ja nach Hamburg kommen. Ja, die haben Ja, dann ihre Flieder, ne? vor vielen 100 Jahren, da war das vielleicht mal so. Ja, genau. Twitch und Amazon verknüpfen für kostenloses Prime-Sub. Ja, muss ja auch ein bisschen Werbung machen. Ja. Annette, ich danke dir für 2 Euro. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Dann müssen wir die Fährencam hier einstellen. Oh, der Till hat einen Schreibfehler im Vorschaubild entdeckt. Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Aber danke für den Tipp und danke für die 2 Euro, Till. Ist mir selber immer peinlich, aber manchmal ist man so schnell und dann... Da sieht man den Wald vor Bäumen. Ja, das ist... Aber es ist mir doch schon ein bisschen unangenehm, so Tippfehler. Examensarbeit, Last-Minute-Änderungen, alles nochmal durchgeändert, Titelblatt vergessen. Ja, während die Fähre hier ist, können wir ja noch mal einen kleinen Blick in Richtung Stadt werfen. Diese Woche ist nämlich wettermäßig, lichtmäßig wirklich richtig gut. Ja, dieser orangene Horizont, das ist wahrscheinlich schon der Anfang vom Sahara-Staub. Auch dieses Haben wir wieder Ja. Staub? Das ist die. Auf jeden Fall ist es angekündigt. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon da ist, aber doch, auch die Kondensstreifen, so dass die. Ich weiß nicht, ob du gestern mal reingeguckt hast, aber gestern hatten wir auch so einen Mega-Himmel Ja, habe ich. da in Waltershof. Das war ja auch richtig toll. Und der Flieger hat fast die Venus getroffen, aber doch vorbeigeschossen. Ach, das ist die Venus da Das ist oben die links? Venus, ja. Ja, es ist immer gut, wenn man Zurzeit einen Abendstern. Astrologiekundigen dabei hat. Astronomie. Astrologie war das mit den Sternzeichen, ne? Genau. Oh Gott. Und das ist hier jetzt eine sehr interessante Himmelsfärbung mit dem Flugzeug da ganz oben. Es ist ja unten der Übergang. Will eigentlich blau werden, wird aber noch mal rot. Und das bedeutet, dass wir da hinten irgendwo große Wasserflächen haben, Nordsee. Ich muss mal kurz den Weißabgleich ändern, damit man das auch mal von den Farben her sieht. Ja. Ich war nämlich ein bisschen zu kalt. Denn das, was da jetzt rot ist, bevor es blau wird, ist die Spiegelung von dem Rot vom Horizont an der großen Wasserfläche. Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein krasser Himmel, ne? Ja. Das ist echt krass, ja. Kann man die Venus da sehen, direkt an dem Dalben? Ja. Also guck mal hier, das ist hier dieser kleine weiße Punkt, Genau, ne? ja. Sieht man auch. Der jetzt so ein bisschen, Bildschirm, ja. Okay, der Fokus mag die Venus nicht so wirklich. Aber man kann es sehen. Das war gestern Abend so krass mit den Möwen. Ich Ja, dachte, das wäre ein Schwarm mit irgendwelchen Drohnen oder was, die da Kunstflug machen. Das sind aber Möwen gewesen. ja, ich konnte mir das auch erst nicht erklären. Die weißen Möwen wurden durch irgendein Licht. Die Hafenscheinwerfer, die Das die kann Schiffe sein, ja. beleuchten und dann Das kann sein. Spiegelung in dem glatten Wasser. Das hat man sonst nicht. Deswegen waren die von unten noch mal hell beleuchtet, weil es so windstill war gestern. Ja, also das war echt klasse. Hefi, ich danke dir. 8 Monate schon auf Twitch dabei. Und Rolf Heinrichs ist seit 5 Monaten auf der Reeperbahn. Vielen, vielen Dank. Grüße aus Norderstedt. Liebe Grüße zurück. Stefan, danke dir für 2 Monate auf Twitch. Danke für deinen Prime-Sub.
Ja, die Hamburg Express steht auch quasi für eine Schiffsklasse, die sogenannte Hamburg Express-Klasse. Hamburg Express-Klasse ist traditionell immer die größte Schiffsklasse bei Hapag-Lloyd. Also es gab schon einige Hamburg Express-Klassen und dementsprechend gibt es natürlich auch immer eine Hamburg Express. Na, ist sie in Wedel? Hat sie da gerade gegrüßt oder ist sie... Ist doch in Wedel schon vorbei. Wedel ist sie schon vorbei dann. Schornsteine sind doch... Aber Rüschpark ist sie noch nicht ganz, Nee, ne? noch lange nicht. Wen hat sie denn da gegrüßt? Oder Oder einfach hat mal sie geübt? einen weggehupt. Oder hat Einmal sich, heißt ja auch Achtung, ja. wenn ich da richtig informiert bin. Ja, ich frage mal in die Runde, wer kriegt denn von euch alle Schiffe aufgezählt aus der Hamburg Express-Klasse, die jetzt aktuell schon im Dienst sind? Es sind, ich glaube, bis auf 2 oder eine. Also die Rotterdam Express, die ist auf jeden Fall noch nicht ausgeliefert, die ist noch in der Werft. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen mithelfen, was euch alles so einfällt. Hier kommen nochmal 2,50 anonym per PayPal rein und der Hinweis, Singapore Express und Hanoi Express kommen auch von der Klasse nach Hamburg. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das sind dann die letzten beiden, die noch Hamburg anlaufen, bevor die auch dann quasi den Dienst ändern und nach Wilhelmshaven gehen, ne? AIDA hupt aber immer 3-mal. Also Hamburg kann was vom Licht her. Ja. Deine Einblendung, hast du die wieder rausgenommen oder sehe ich die nur auf irgendeinem Bildschirm jetzt, wo ich hingucke, gerade nicht? Die Einblendungen müssten eigentlich funktionieren. Warte mal gerade. Nirgendwo, ne? Doch, die funktionieren. Nur die von PayPal gehen im Moment nicht. Und die Uhrzeit und die Temperatur ist gerade deaktiviert. Ach, aktivierst du die persönlich, die Einblendung? Nein, nein, das geht schon automatisch. geht Ich automatisch. kann aber hier auf etwas drauf tippen und dann wird das auch eingeblendet. Ah ja, cool. Ja, da wird es gleich ein bisschen schaukeln. Ist das der neue? Nee, das ist noch nicht der neue. Lotse 4. Aber die machen schon Testfahrten und haben auch schon die ersten Einsätze mit dem neuen Lotse 3. Also der heißt dann ja nicht Lotse 3, der heißt dann Hamburg Pilot 3. Schlepper sind auch auf dem Weg nach da hinten. Genau, Bikai, die Gdansk Express ist auch aus der Klasse. Dann haben wir wir haben natürlich die Berlin Express, wir haben die Hanoi Express, wir haben die Singapur Express, wir haben die Damietta Express, wir haben die Busan Express und jetzt komme ich langsam durcheinander. Wir haben die Gdansk Express, hier der Danny. Manila Express haben wir noch, ganz genau. Rotterdam Express ist noch nicht ausgeliefert. In der Summe müssen es, glaube ich, 12 Schiffe werden. Ja, es hat sich doch gelohnt, hierher zu fahren. Wir hatten erst die Überlegung, dass wir auf der anderen Seite bleiben, weil das natürlich jetzt Hat mit man dem, nicht so einen schönen Himmel gehabt. das wäre natürlich mit dem Wechsel von dem anderen Standort, von der Stettin, wäre das natürlich deutlich entspannter gewesen. Aber wenn ich das jetzt so sehe, dann kann ich nur sagen, Lohn der Mühe. so ganz verkehrt haben wir es nicht gemacht, ne? Das ist wirklich... Ja, richtig, die Wanne-Eickel Express, ne? Und die Gelsenkirchen Express, die Bielefeld Express fehlt natürlich, ne? Ja. Aber hey, es gibt auch eine Leverkusen Express. Echt? Ja, da bin ich sogar mitgefahren. Ist Ja, mittlerweile aber auch umgeflaggt. Hat mittlerweile... Was hast du denn für ein Schiffshorn? Ach, dich ruft einer an. Oder hast du einen Wecker? Das ist die 19 Uhr Weckung. Ja.
Jetzt muss das bis heute Abend Titus warten. fragt, warum wir in Hamburg immer so einen tollen Sonnenuntergang haben. Nur Naja. die letzten Tage mal. Ja. Also von immer kann man da, glaube ich, überhaupt nicht reden. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst. Irgendwann hatte ich mal in den Kommentaren die Frage gestellt, warum die Schornsteinabgase so verschieden aussehen. Und dann bin ich ein bisschen nachgegangen und das liegt tatsächlich an den Reinigungen. Ja, Die können also umschalten und das machen die anscheinend auch bei den Schiffen jetzt. bei den Schiffen. Ja, ja, das sind die Und- unterschiedlichen Genau, Abgasreinigungsanlagen. genau. Und die schalten sich hier dann irgendwo ein. Anscheinend erst. Aber das weiß ich nicht genau. Und zusätzlich war es eben, ob das mit dem Licht oder gegen das Licht fotografiert wird oder gefilmt wird. Auch ein ganz krasser Farbunterschied. Weißt du, wie die Vorschriften da sind, wo die einschalten müssen? Oder? Da müsste ich mich auch schlau machen. Rolf, ich danke dir für eine verschenkte Mitgliedschaft. Da schreibt jemand, die Hamburger Express ist kurz vor Airbus. Wir sehen das. Airbus ist da links. Und da rechts im Bild ist Genau. das Schiff. Ja, hier am Bumlei-Ufer ist natürlich das Schöne, dass du das Schiff wirklich schon von sehr, sehr weit siehst. Genau. Nachteil ist immer so ein bisschen, es wird wieder garantiert eine Fähre kommen, wenn sie direkt auf unserer Höhe Spannendsten ist. Moment. Und dann wird die Fähre sich auch ganz viel Zeit lassen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch so ein Witz mit der 66, ne? Da fährt genau so viel früher eine 62 ab, dass die 66 später Landungsbrücken ist als die 62. Es wird also im HVV selber empfohlen, nimm die 62 und nicht die 66. Es ist einfach noch nicht so richtig, also höchstens zu dem Zwecke, dass man dann nicht so viele Touris im Sommer hat, dass also Entlastung ist. Ja, jetzt neulich war ich auf der 66 ganz alleine, weil alle anderen eben die schnellere Verbindung genommen haben, die überall hält. Also ich denke, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, dass man halt nicht so viele andere Leute an Bord hat. Ja. Chrissy ist seit 9 Monaten auf dem Fischmarkt. Chrissy, Dankeschön. Sie grüßt als stille Zuschauerin. Schön, dass du dabei bist, Chrissy. Abendrot beim Abendbrot. Genau, der Rolf Heinrichs lässt 5 Euro Superchat da. Rolf, danke dir. Und der Dirk 2 Euro, er schreibt Abendbrot bei Abendrot. Man hört sofort, wenn ich esse. Man hört es sofort. Ich kann nicht still und leise Er hier ist wahrscheinlich beim Abendbrot. mampfen, das geht nicht. Susanne verschenkt 5 Mitgliedschaften. Susanne, hey, Dankeschön. Jetzt müssen wir noch mal den Chat fragen. Was war denn da heute? Irgendwie Auf der wäre ein Elbe Schiff los, genau. havariert. Genau. Wir haben überhaupt nichts mitbekommen, denn Wir das waren war, unten im Bauch der mitten, Stettin, genau. das war mitten im Stream, da waren wir unten in der Stettin drin. Ja, ich hoffe mal, dass da auf jeden Fall menschlich nichts passiert ist, also niemand zu Schaden gekommen ist. Aber es scheint jetzt ja auch nicht so, dass dadurch dann gleich die Elbe gesperrt ist. Sonst hätten sie ja mit der Hamburg das hätten Express wir mehr irgendwas gemerkt, machen müssen. Genau, ja.
Vorhin war was im Chat, aber jetzt schreibt keiner was. Vielleicht war das... Hier steht's. Die Ventura hatte Maschinenschaden. Ah, okay. War auf Grund bei Blankenese, schreibt noch jemand. Okay. Ja, wir müssen da einfach mal auf das vertrauen, was ihr schreibt. Hat wohl Motorschaden, leichten Brand, schreiben hier eine. Okay. Okay, gut. Ja, aber das haben sie ja wahrscheinlich, irgendjemand hatte geschrieben, dass 2 Schlepper unterwegs waren. Dann hoffe ich mal, dass sie das relativ schnell und gut in den Griff bekommen haben. Ja, Hamburg Express-Klasse, die größten Containerschiffe unter deutscher Flagge. Wobei ich das ja mit der deutschen Flagge, das ist halt auch immer so, die ganzen Vorzeigeschiffe fahren unter deutscher Flagge, aber zum Beispiel die Klasse davor, die Leverkusen Express, mit der ich gefahren bin, als ich damit gefahren bin, war das quasi die größte Klasse von Hapag-Lloyd. Günstigeren dann, ja? Mittlerweile fährt die unter Liberia-Flagge. Ja. Geld regiert die Welt. Ah ja, und hier schreibt auch noch jemand, dass die Liegt schon wieder in Venture Hamburg. mittlerweile wieder in Hamburg ist. Da fragt jemand, ob die Investition in die Elbvertiefung sinnvoll war. Genau. Das ist Da gab es Die Frage, gerade diese oder letzte Woche ging durch die Medien die Meldung, dass sich das im Grunde genommen nicht gelohnt hat. Ja. Ich weiß nicht genau, wer das jetzt war. Irgendjemand, der mit Verkehr zu tun hat, hat sich auf jeden Fall kritisch dazu geäußert und meinte rückblickend, war das eigentlich nicht so erfolgreich. Mal gucken, wann das Baggern aufhören. Ne? Aber wahrscheinlich muss es immer gebaggert werden. Naja, so ein bisschen nachbaggern, das ist ja was anderes, Ja. als zu versuchen, jetzt die Elbe wieder um ein paar Meter zu vertiefen. Zurückbleiben bitte. Catch, stay back. Jetzt hast du die andere Kamera aus Versehen ein bisschen mitgeschwenkt. Ah, okay, ja. Ja, ich muss hier auch wieder auf ein zweites Ja. Stativ umsteigen. Die Lösung, die ich mir hier gebastelt habe, ist nicht so ideal. Eigentlich ist es sinnvoll, du musst nur vielleicht an 2 Halterungen festmachen, dass die wirklich außerhalb der... Aber wenn ich so viel Halterung habe, kann ich Ja. auch irgendwann ein Stativ mitnehmen. Stimmt, ja. Nee, ich brauche noch mal so ein kleines, leichtes Reisestativ. Oder eins, das du hier dran klappen kannst. Walburger lässt 2 Euro da für tolle Abendstimmung. Und Annette lässt auch 2 Euro da, wünscht sich das Horn der Hennecke Rambo. Annette, ich glaube, ich habe das nicht eingepflegt. Kann ich, weil ich so viel am System gebastelt habe. Annette, kann ich dich vielleicht mit der Beate entschädigen? Ich versuche es einfach mal. Annette, ganz lieben Dank. Boah, das Licht, ich könnte schon wieder eskalieren, aber ich muss mich zusammenreißen, sonst sagen die im Chat irgendwann, der hat echt eine Meise mit seinem Licht. Und diese Meise ist genau richtig. Ja, weil Ich ich meine, es ist ansteckende Freude. Martin, ich meine, guck dir das doch Es bitte ist auch mal an, einfach ey. richtig schön. Und die Venus da Die oben Venus über der Fähre. drüber. Ja, kann man nicht Also, meckern. wir brauchen noch mal so ein Teleskop. Aha. So ein Megateleskop, womit man Sternbeobachtung machen kann. Und das muss irgendwie hier mit in den Stream angeschlossen werden. Ja. Nee. Das, Meinst du nicht? Nee, das brauchen wir nicht.
Ach, guck mal jetzt hier, Hamburg Express und die Venus. Ja, genau. Wunderschön. Ohne Martin hätte ich gesagt, Mist, schon wieder ein Sensor. Ein Sensorfleck, ja. Sensationell, würde ich sagen. Ja, aber Sensorflecken leuchten nicht so. Ja, genau. Chrissy, ich danke dir. 2 Euro Superchat. Sensationell, schreibt sie. Und die Kamera übertreibt auch noch ein ganz bisschen. Wenn man den Ausschnitt nimmt, ist es tatsächlich so rot. Es ist Wir wirklich so sehen rot, natürlich nur mit weil den Augen noch ein ich bisschen- habe natürlich sehr reingezoomt. Ne? Ja. Mit Und den Augen sehen wir noch ein bisschen Wenn mehr ich so ein bisschen Himmel. rausgehe, sieht man Ja, also ja. auch oben das Blau. Also es ist schon Wahnsinn, ne, dass man oben noch so viel Blau hat. Ja, eine schöne Fototapete. Das ist so. Hamburg Sterne live. Ich finde das ja interessant, ne? So ein bisschen Astronomie. Ja, das Also finde finde ich ich schon auch so, spannend. durchaus so ein bisschen Allgemeinbildung, dass man einigermaßen sich orientieren kann, dass der Mond um die Erde kreist und die Planeten um die Sonne und die Erde um die Sonne. Und so. Beim Mond gibt es ja auch wenigstens mit konventionellen Mitteln richtig was zu sehen. Für Ja, die meisten ja. Sachen muss man dann ja schon wirklich schwere Geschütze auffahren, wenn man da was sehen möchte. Ja, Wobei stimmt. mit Der Himmel deinem- passt zu Hapag-Lloyd. Ja, stimmt. Mit deinem Zoom hier müsstest du die Sichel der Venus vielleicht ich hab- auflösen können. Bei Dunkelheit habe ich ja nicht so viel Brennweite. Ach so, ja. Na, ich habe ja jetzt, sonst wären wir jetzt auch schon näher dran. Mhm. Aber ich muss ja so ein bisschen auf die Lichtstärke achten, Mhm. wenn es dunkel wird. Ist das jetzt das Lichtstarke oder das Lichtschwache? Nee, das ist das Lichtstarke, Lichtstärke, weil ja. wenn die gleich hier ist, dann wird es doch ein bisschen duster. Na Und klar, ja. bevor das dann anfängt zu rauschen. 100 Bits auf Twitch kommen vom Pistengaudi. Dankeschön. Und 2 Euro aus Wasserburg. Danny, vielen Dank und Grüße an Anja. Und der Anton lässt auch nochmal 2,49 da. Herzlichen Dank. Ja, hier schreibt jemand, Astronomie-Streams fehlen auf Twitch. Aber es gibt doch, also auf YouTube gibt es doch, glaube ich, Es gibt einiges, ja, einige ja. Kanäle, die sich damit Die wir beschäftigen, sehr oder? schön auch erklären und diese Neuentdeckungen vom Urknall wurden jetzt diskutiert. Aber es liegt vielleicht auch an meiner Physikerblase, dass ich das dann immer sehe. Das klicke ich natürlich an. Aber dieses Thema Blase bei YouTube ist auch teilweise echt schlimm, ne? Wenn du ein paar Mal falsche Videos angeklickt hast. Ja, Also bis du da wieder raus bist. kannst dich ja gegen wehren. Immer mal wieder die Abos aufräumen. Das ist so, Ja, so aber du wie- musst ja, du kriegst ja auch Sachen vorgeschlagen, die du nicht abonniert hast. Ja, Aufgrund natürlich, des ja. Algorithmus. Ja, Und ja. wenn du halt mal nach den falschen Dingen gesucht hast, Macht nichts. Ja. Aber Bis du da wieder raus kommt man bist. schon ganz gut wieder raus. ja. Schreibt doch mal in den Chat, in was für komischen Blasen ihr bei YouTube gelandet seid. Dadurch, dass ihr mal die falschen Videos angeklickt habt. Mal gucken, wie ehrlich ihr so seid. Guido, ich danke dir für 2,49. Er schreibt, diese Farben, ich komme nicht klar. Ja, Guido, also das ist in der Tat... das ist in der Tat echt, und das sieht wirklich so aus, ne? Das ist jetzt also ganz minimal, wenig übertrieben. minimal ein bisschen zusätzlicher Kontrast von der Kamera, aber echt, das ist ganz wenig. Leute, das sieht wirklich so aus. Bei mir waren das mal eine Zeit lang die Videos von den Flacherdspurblern. Stefan, nee, reife Frauen. 60, oh Gott. Jetzt sind wir hier schon. Ja. Ja. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass die auch Chats und Unterhaltungen in die Reklame einbauen. Wenn die irgendwie das Handy einem dann Texte vorschlägt, die man wirklich nur gedacht hat vorher. Also das ist in der Tat so. Ne? Also es wird ja, also definitiv hören Smartphones über Mikrofone mit. Also ich habe schon so seltsame Dinge gehabt, Das wo ist man verrückt, ne? etwas nur angesprochen hat und dann hat man Werbung darüber bekommen. Ja. Das ist so spooky teilweise. Ja. Und da habe ich den Eindruck, dass da
Android etwas besser filtert als Apple. Kann das sein? Ich habe den Vergleich nicht. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe von vielen Apple-Usern genau diese Storys gehört. Ich selber habe sie Ja. nur geahnt, aber Ja, ja. das ist auch schwer nachzuweisen. Das ist ja, Ja. ist ja sicher verboten. Ne? 5 Euro kommt nochmal anonym. Grüße aus Mallow von Iro und Andi. Das Rot ist zu Dankeschön. stark dargestellt, meint Nee, einer. ist Quatsch. Ja. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Minimal. Ja. Minimal. Das ist Quatsch. Gasti Luxalot verschenkt ein Sub an Venus Hamburger. Du hast doch gestern schon an alle sensationelle Accounts einen Sub verschenkt. Herzlichen Dank dafür. Wenn das Schiff durch ist, würde ich das gerne noch mal probieren, ob man die Venus als Mond auflösen kann. Die ist ja ein kleiner Mond. Ja, aber wir kommen ja nicht nah ran mit dem Objektiv. Geht einfach nicht mehr. Nee, wir kommen Ach so. nicht. Nein, das Ah, mehr- wird, mehr das kommt wird nur ein nicht. Punkt bleiben Okay, mit dem alles Objektiv. klar. Ah, ja. Das würde ich sehr Mit gerne, einem guten Fernglas auf dem Stativ kriegst Ja. du es hin. aber da müsste ich das andere Objektiv jetzt haben. Ah, nee, dann hat das keinen Zweck. Ich bin ja froh, überhaupt zu wissen jetzt, dass das die Venus da oben ist. Und jetzt über dem Schiff sieht man dann Luftbewegung, deswegen blinkt die Venus plötzlich. Das ist nicht ein Flugzeug. Aber guck mal, da oben siehst du auch so einen Schwarm Vögel. Den siehst du mit dem Auge gar nicht. Da musst du hier mal auf den Monitor gucken. Oh ja. Das sind doch Vögel, oder? Ja. Ist es? Ja, das ist ein Ja. Wildgänsezug. Ja, danke auch nochmal fürs Lob auf der Statin. Das war wirklich klasse. Das gebe ich sehr gerne an den Martin weiter. Der hat das alles verbockt. Im Geht runter wie positiven Öl. Sinne. Ja, das hat er aber auch gut gemacht. Also Martin, den Versuch fand ich echt klasse. Ja. So, allerdings. So, jetzt muss ich mal den Weißabgleich umschalten. Vielleicht hatten wir die letzten paar Minuten etwas viel Rot drin. Das lag aber an dem Weißabgleich. Boah, guck dir mal das Bild jetzt an. Ja, also was hier unten auf deinem Laptop zu sehen ist, das ist ziemlich gut mit der Wirklichkeit überein. Ja, ja. Das Problem ist immer, wenn du Sonnenuntergang hast. Die Kamera hat ja immer einen Weißabgleich und du musst ja eine Farbtemperatur einstellen. Und beim Sonnenuntergang verändert hast du sich. den Übergang von 5600 Kelvin auf ungefähr 3600 Kelvin. Diesen Übergang, wenn du das auf Automatik hast, hast du teilweise ganz komische Farben dazwischen. Deshalb lasse ich das sehr lange auf Tageslicht, was dazu führt, dass der letzte Moment des Sonnenuntergangs manchmal ein bisschen sehr knallig ist. Und Ja, und das Auge macht das hast du ja, halt ein bisschen mehr Drama drin und jetzt passt es aber wieder. das Auge macht das ja unbemerkt. Es gibt so Situationen, wo du zu Hause aus dem Fenster guckst und drinnen schon das gelbe Glühlicht anhast und dann sieht der Himmel plötzlich lila aus. Boah. Schön, dass ich keinen Fotoapparat dabei habe. Ich hatte nämlich heute so viel mitzuschleppen. Ach du Armer. Macht ihr mir ein paar schöne Fotos? Zumindest so eins. Meine Handykamera ist so schlecht, das würdest du sofort wieder Genau, löschen. Nitro, da ist die Fähre. Kommt von der anderen Seite auch noch eine? Ich habe die falsche Kamera mit. Kann mir nicht passieren. Ja, das mit diesen Farben, das ist auch immer nur ein Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten, wo das so ein Das ist bisschen spannend. tricky ist. Aha. Also wer fotografiert, der kennt das. Ja. Und das Auge macht das eben stufenlos? Das Auge macht das voll stufenlos. Das interessiert das gar nicht. Ja, schade. Super. Super.
Ein Horn mit Attention, stay back. Und da kommt die nächste Fähre. Nochmal, nochmal. Hier sind wir. Weg, weg. Fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter. Egal, wir haben's. Wir haben's. Das Horn Ja, haben wir. Mit guter Sicht. Da scheint ein Lotse drauf zu sein, der den Kamerastandort kennt. Also es kann auch sein, dass das jemand von der Crew ist. So ein paar bin ich immer mal im Kontakt, aber ich weiß jetzt nicht genau, wer da drauf ist. Aber kann auch sein, dass es der Lotse ist. Entschuldigung. Es ist schon eine Wand von Schiff, meine Herren. Das ist ein Kavenzmann, oder? Ja. Ups, Kamera gerade weggerutscht. Und da hält die Kamera jetzt wirklich extrem auf. Stark. Kippt die schon wieder? Ja, lichtmäßig eine knappe Kiste. Jetzt wird es nämlich schon super dunkel, aber ich glaube eben mit dem Sonnenuntergang, das war schon ganz gut. Ja, aber deine Kamera kann ja so ein bisschen Licht herbeilügen. Das ist richtig gut. Hat sich doch gelohnt, noch hier hin zu Absolut. brettern, oder? Eindrucksvolle Bilder. Genau die richtige Entscheidung. Richtig schön. Wahnsinn. Richtig schön. Ups.
Guck, jetzt habe ich nämlich die zwei. Eine Kamera ist hier nämlich jetzt gerade so völlig im Weg. Ich glaube, ich muss die mal kurz umbauen. Kannst du die mal kurz halten? Danke dir. Europäischen hat das Schiffe der Hammer. So, jetzt haben wir wieder eine zweite Kamera. Okay. Ah, jetzt passt es aber auch lichtmäßig wieder so ein bisschen. Ja genau, das was da in der Seite so hell beleuchtet war, das ist die Gangway. Gucken wir uns mal die Fotos, ne? Bild aus dem Bild. Der ist aber heute. Der ist aber richtig hornfreudig, oder? Ja, großzügig. Der ist horny, der Captain. Hier ist die Frage, wie lange die Hamburg Express da bleibt. Also laut Plan bis zum Samstag, glaube ich. Ne? 22.03.14 Uhr. Aber erfahrungsgemäß kann sich das gerne mal kurzfristig ändern. Und Kammer fragt, ob die Häfen Wilhelmshaven und Bremerhaven, ob die einfacher zu erreichen sind. Ja, also Wilhelmshaven, Bremerhaven, die haben halt nicht diese langen Revierfahrten. Ne? Die sind, du biegst halt einfach von der Nordsee einmal ab und bist im Hafen. Und Elbe ist halt immer hier 6 bis 8 Stunden Revierfahrt. Und gerade Wilhelmshaven hat auch überhaupt keine Tiefgangsbeschränkungen. Also insofern. Ja, also einfacher trifft es da, glaube ich, ganz gut. Oh, ich habe noch ein Duplo gefunden. Guido haut noch mal 2 Euro Superchat raus und schreibt: sensationell, will dich nicht wieder arm machen. Ach, das passt schon. Danke, danke. Und Stübrig ist da. 2 Euro Superchat. Und er sagt, ich finde Segelboote trotzdem schöner. Ja, du, warum sich nicht einfach alles angucken? Aber auch komisch, ne? Dass Ja, ich so ein die Zeiten Faible werden für kommen. Containerschiffe habe. Wo jedes Containerschiff noch ein paar Segelcontainer oben drauf lädt. Das gibt es ja schon. Und damit noch Sprit sparen. Die Hamburg Express legt jetzt am Containerterminal Burchardkai an. Das heißt, die wird jetzt gleich hier auf der Elbe gedreht und dann rückwärts in den sogenannten Parkhafen gezogen. Hier wird jetzt die Elbe gesperrt. Danny, ich würde super gerne mal was aus Wilhelmshaven oder Bremerhaven machen. Aber sowohl Wilhelmshaven als auch Bremerhaven ist nicht wirklich
gut geeignet, um da Schiffe zu gucken und zu fotografieren. Kommt man nicht ran, ne? Da kommst du ganz, ganz schwer dran. Also Bremerhaven, also kannst du so ein bisschen so an die Kreuzfahrtschiffe, aber die Containerschiffe. Gibt da so eine Spitze am Ende vom Hafen, aber so richtig, richtig cool ist das irgendwie nicht. Brauchst ein Ruderboot. Ein Ruderboot, ja. Aber dann brauche ich auch einen Ruderer, Martin. Genau. Marcel ist seit 18 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Und er schreibt, super, bin vollmonatig. Immer wieder schön. Ach, jetzt verstehe ich das. Vollmonatig, nicht volljährig, vollmonat. Ach, Ja. Okay. Ach ja, der Groschen beim Paddy. Der braucht manchmal ein bisschen. Also in Bremerhaven, wenn man da knipsen will, da sieht man wirklich nichts. Es sei denn, man bezahlt 12 Euro für diese dicke Böte. Ja, ich würde ja auch 12 Euro zahlen, aber das ist dann nur so eine Tour, ne? Ja. Ja, das ist dann, das ist... Und da sieht man auch die Schiffe nur im Liegen, aber nicht unbedingt beim Fahren. Irgendein Dronist fährt da jetzt Ja, hier sind einige Zum Drohnen unterwegs. Also ich habe bestimmt 3 zum Stück Deckenstein gesehen. nach Hause, genau. Ja, die starten meistens da irgendwo aus den Büschen. Ja. Florian, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Danke dir vielmals. Wilhelmshaven waren wir ja letztes Jahr beim Wilhelmshaven Sailing Cup. Und da hatten wir natürlich das ganz, ganz große Glück, dass wir einen eigenen Schlepper hatten. Aber Eben, vom Schiff aus geht es dann wieder gut. ja, aber das ist natürlich ja bei so einem besonderen Ereignis Ich vielleicht erinnere einmal im Jahr. den Stream sehr wohl. Aber jetzt nur, um so ein bisschen Schiffe zu gucken, ich glaube, das wird nichts. Guck mal, die kriegt jetzt aber schön so ein bisschen Licht von der Seite. Detlef, genau, vor die Ever Mega kommt die. Da lag ja die One Mac irgendwas. Und da auf die vorderste Position am Burchard Kai, da kommt die Hamburg Express. Danke. Also vom Licht her schon ganz nett. Ich hatte gedacht, dass das dunkler ist, wenn die hier ist. Aber ich war den ganzen Tag davon ausgegangen, dass wir zur Elbchaussee gehen. Weil ich Da dachte, oben, ja. wenn wir eine halbe Stunde länger gestreamt hätten, Ja, wäre das dann hier wäre beim nur noch das Bubenderufer gegangen, nicht Aber gegangen. es ist schön hier gewesen. Elbchaussee wäre kein Sonnenuntergang, also kein Himmel. Es wäre jetzt Nicht natürlich wirklich. ganz schön von oben so drauf. Ja, Aber Bubenderufer war ich auch schon. Ich glaube, sie war hier seit 2 Wochen nicht mehr. Holger, nein, die fährt nicht vorwärts rein. Die wird halt jetzt positioniert, deshalb fahren die hier so ein bisschen zickzack. Und da muss ein bisschen die Strömung berechnet werden, ob halt Ebbe oder Flut ist. Dementsprechend kommt das Schiff ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten und dann geht's los mit der Drehung. ja. Wobei, Ebbe. letztens haben wir Wir ja müssten jetzt gegen Strom arbeiten. Letztens hatten wir tatsächlich ein Schiff, was vorwärts reingegangen ist. Das haben wir ja beim Ausparken gesehen. Das war eine Maersk. Das war, glaube ich, letzte Woche. Die haben wir dann rückwärts rauskommen sehen. Aber das ist doch eher selten. Ja, der Propeller hat einen Durchmesser von ungefähr 10 Metern. Eine Ankerkette ist über 380 Meter lang. Ich will mal gerade gucken, ich hatte so ein paar Notizen zu der Berlin Express, ob ich die wiederfinde.
Also was für die Berlin Express gilt, gilt natürlich auch für die Hamburg Express. Hier noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. 400 Meter lang sind diese Schiffe alle, haben eine Breite von 61 Metern und eine Transportkapazität von 23.664 TEU, also Standardcontainern. Die Seitenwand ist 76 Meter hoch, also bis zur Brücke, natürlich so ein bisschen vom Tiefgang abhängig. Ja, Gesamtgewicht über 66.000 Tonnen. Hat Anschlüsse für 1.500 Kühlcontainer. Hat einen Festpropeller mit 6 Flügeln, 10 Meter Durchmesser und das Biest wiegt 102 Tonnen. Ruderblatt hat die Dimensionen eines Einfamilienhauses und ein Anker wiegt 24 Tonnen. Suchst du den Ein- und Ausschalter, oder? Ja. Kannst du es auch einfach abmachen. Und dann ja. Martin hat noch Anstand, der nimmt das Mikro ab, wenn er niesen muss. Oder darüber bin ich hinweg. Ja, das ist ja was anderes. So, alles wieder an. Jetzt dreht sie. Ja, und das Drehen geht ja immer wirklich relativ schnell. Das können die auch nicht langsamer machen, denn wenn jetzt die Elbe da Richtung Nordsee strömt, und die da jetzt irgendwas zu langsam machen, dann ist sie wieder in der Nordsee, bevor sie rückwärts eingepackt hat. Das muss eine gewisse Geschmeidigkeit haben. Zu meiner YouTube-Blase gehört so ein Wedeler Yachtschule. Ah, okay. Und die machen immer so sehr lehrreiche kleine Streams. Wie fährt man einen Hafen an, wenn, aus einem Fluss heraus, der ordentlich Strömung hat? Wo muss man wie rumpeilen, was, wenn das Ganze bei Radar passiert und so. Sehr interessant. Deswegen ist sie so schön leise. Oh ja. Aber die kriege ich jetzt gerade gar nicht drauf, die Fähre. Fähre angekommen. Das üben wir aber nochmal. Bei wem arbeitet Tom? Bitte? Das weiß ich nicht. Jack Auks fragt nochmal, warum das Schiff zum letzten Mal nach Hamburg kommt. Alle, die später dazu gekommen sind, ja. Die Reedereien Maersk und Hapag-Lloyd haben eine Allianz gebildet und durch diese Allianz haben sie auch die Routen etwas neu sortiert. Die arbeiten jetzt mit sogenannten Hubs, das heißt, die ganz großen Containerschiffe, die fahren nur noch sehr zentrale Häfen an, die leicht zu erreichen sind. Und das sind für Europa Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Und da ist Hamburg leider weggefallen. Das heißt, von da aus wird dann eher mit kleineren Schiffen weiter verteilt. Und ja, jetzt ist die Hamburg Express. Es gibt dann noch 2 weitere Anläufe von der Hamburg Express-Klasse. Ich glaube, die Singapur war das und welches war die andere? War das Hanoi? Schon wieder vergessen. Sorry. Und dann war es das erstmal.
Florian schickt 2 Euro Superchat und schreibt wirklich klasse 2 Euro für die Feierabend-Kiezmische. Die haben wir uns heute verdient. Danke dir. Und dann haben wir den Christian, der lässt auch nochmal 5 Euro einfach so da. Christian, danke schön. Heißt Hamburg Express, die Schiffe haben alle das Hamburg-Wappen vorne auf dem Bug und kommen nicht mehr nach Hamburg. Verrat. Ich wittere Verrat. Das Wappen auf dem Bug ist übrigens um die 3 Meter hoch. Ist echt riesig. Echt riesig. Begehrtes Souvenir, aber schwer abzusprechen. Apropos Souvenir. Ich kannte einen Kapitän, also den kenne ich immer noch, er ist aber nicht mehr Kapitän. Das ist der, über den ich zur Seefahrt gekommen bin, der Captain Uwe Fiedler. Dem bin ich das erste Mal Containerschiff gefahren und weißt du, was der für eine Sammelleidenschaft hatte? Der hat Gullideckel gesammelt. Gullideckel. Gullideckel. In jeder Stadt, in der er war, mit dem Containerschiff. Nee, hat er bei der Stadt nachgefragt und hat dann Gullideckel. Ich meine, auf dem Containerschiff kannst du sowas ja mitnehmen. Und er hat dann in seinem ganzen Garten diese Gullideckel verteilt. Von Andere Städten, Münzen. Das sind halt überall große auf Münzen. der Welt. Also ich meine, auf die Idee muss er erstmal kommen. Jemand, der mit dem Flieger unterwegs ist, der kriegt ein leichtes Gepäckproblem. Da sind wieder Equipment-Fragen und werden nach der Liste Genau, wir haben eine Liste mit Equipment. Ja. Jetzt sieht man auch schön die Lampe am Vormast. Der Ankerbengel lässt nochmal 5 Euro da. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, danke für die tolle Überraschung heute im Briefkasten. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. Pitti71 verschenkt einen Sub an den Michael. Herzlichen Dank und willkommen an Bord. Ja, auf dem Containerschiff kann man sowas mitnehmen, in der Tat. In der Tat. Die nächste Fähre ist meine. Ich werde mich langsam verabschieden. Ja, Martin, alles klar. Du willst wieder rüber. Du hast ja dein Auto stehen lassen in der Nähe der Stettin. Ja, ich muss einmal die Treppe da rauf. Steht an der Elbchaussee. Ja, Gullideckel, ein schweres Hobby. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel der hat. Berufsbedingtes Hobby, würde ich mal sagen. Also, keine Ahnung, über wie viel Gullideckel wir da reden. Ja, Mensch, schönes Horn gab es hier von der Hamburg Express. Tolles Licht vorhin am Anfang. Ich weiß gar nicht, kommt eigentlich noch irgendwas? Ja, ach, ich gucke mal, was noch so kommt. Aber so wahnsinnig alt werde ich heute auch nicht. Ich weiß gar nicht, ist da noch irgendwas unterwegs, ihr Lieben? Schaut doch gerne mal in den Wesselfinder. Aber was demnächst kommt, ist das größte Containerschiff der Welt. Die MSC. Die kommt hier rein. Welche ist das? Loreta oder Irina? Eine von den beiden. Also es gibt ja 3 oder 4 baugleiche. Das sind ja Schwesterschiffe von der MSC Michel Capellini.
Und das ist von der Kapazität her, soweit ich weiß, das größte Containerschiff der Welt, beziehungsweise die größte Containerschiffklasse der Welt. Und die kommt demnächst nach Hamburg. Aktuell, aber irgendwie morgens um 5. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich da so eine Schwachsinnsaktion draus mache. Und Ja, dann, wenn das wieder so ein schönes, kalt, klares Wetter ist, wie heute Morgen. Das war aber total wir haben noch jetzt klasse. Zeitumstellung. Dann Ja. geht die Sonne später auf oder früher. Es wird abends länger hell. Abends länger Also hell, später. deshalb geht sie später auf. Ne? Ja, das ist so. aber Und trotzdem. schwupps Wann- ist die Hamburg wann Express ist das? verschwunden. Wann soll die kommen? Ich weiß es jetzt Jetzt nicht. diesen Monat noch, oder Ja, was? ja, ich glaube Ende März oder so. Ja. Gut. Lukas hat nochmal nachgeschaut, die MSC Irina ist es. Gut, 49 soll mein Schiffchen kommen. Ich fange mal an zusammenzupacken. Alles klar, Martin, erstmal vielen, vielen Dank für den schönen Stream heute, Spaß dass du dich gemacht. um alles gekümmert hast bei der Stettin. Und das ist, riecht nach nochmal mit Varianten. Ja, also irgendwas in der Art. Wenn dann vielleicht mal sogar eine Fahrt mit drin ist oder sowas. Ja, also die auf der haben Stettin waren ja auch ganz begeistert Eben, die und haben haben- angeboten, dass wir da eigentlich auch jederzeit So. willkommen sind. Ja. Denn Oh, eine Frau- Fahrt, so ein wie hieß die? Livestream, wenn ich am Kohleschaufeln bin. Ne? Das wäre doch. Ich sehe den Chat schon wieder so ein bisschen bösartig. Ja. Wie heißt das? Beißen? Das Schimpfwort für Streams machen, die nur sensationell sind, damit man viele Klicks kriegt. Clickbait. Clickbait. Ja, ja, genau. Clickbait. Okay, Martin, alles klar. Ich danke dir vielmals und danke komm gut nach Hause. Das Tschüss. Gleiche. Und schöne Grüße, elegante Hände. Tschüss, tschüss. Ja. Ja, was sagt ihr denn? Kommt da noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, auf das es sich lohnt zu warten? Oder irgendwie fühlt sich der Stream so kurz an. Ja, Paddy als Heizer ist vermerkt. Ja, also ob MSC jetzt öfter mit so größeren Schiffen nach Hamburg kommt. Ich meine, die haben sich ja jetzt beteiligt an der Hala. Und die haben ja gesagt, dass sie mehr Ladung nach Hamburg schaffen wollen. Die MSC Irina soll wohl, glaube ich, auch am Burchardkai anlegen. Bisher war MSC immer sehr viel bei Eurogate. Also das könnte natürlich schon so eine erste Folge von diesem umstrittenen Hafendeal sein. MSC hat sich ja hier bei der Hala eingekauft. Von daher könnte das sein. Emil sagt, nix in Sicht. Nix im Anmarsch. Andreas, ich danke dir vielmals. 2,49 für Dingsbums und Gedöns. Im Dingsbums und Gedöns kaufen, da bin ich erste Klasse. Kommt leider nichts mehr. Thomas, 2,49. Die Frau sagt, ich soll zahlen, weil ich begeistert bin. Ach, großartig. Ja, ihr Lieben, aber ich meine, seien wir mal ehrlich, wir hatten doch einen super schönen Tag. Wir hatten heute so ein bisschen Sendung mit der Maus, mit dem Martin, der erklärt hat, wie die Dampfmaschine funktioniert. Wir haben, glaube ich, ein paar schöne Eindrücke von der Stettin gehabt, vor allem Unterdeck mal. Ich freue mich, dass das technisch alles ganz gut geklappt hat, dass wir da auch sogar unten im Kesselraum dann noch irgendwie unser WLAN-Kabel hinbekommen haben.
Also ich bin ehrlich gesagt ganz beseelt. Dann dieser schnelle Umzug hierher, dieser tolle Sonnenuntergang, der Wahnsinnshimmel. Also das hat mir schon alles richtig, richtig gut gefallen. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch mal die Fähre hier ab, mit der Martin fährt und hier die anderen auch. Der Thomas war das, ne? Ja. Thomas, die dackeln jetzt hier alle ab. Und dann starten wir mal so langsam in eine kleine Abendverabschiedung. Mensch, das war echt toll, dass ihr wieder so krass dabei wart, dass ihr auch den Kanal wieder so sensationell unterstützt habt. Mensch, der Fletenkieker heute, echt, der ist ja völlig eskaliert. Mann, oh Mann, oh Mann. Danke, mein Lieber, nochmal. Aber auch alle anderen natürlich, ne? Also auch, dass ihr einfach im Chat immer kräftig dabei seid, dass ihr einfach einschaltet, aber auch so den Kanal echt immer ganz toll unterstützt. Das motiviert natürlich, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Also wir gucken einfach mal. Oh, jetzt schreibt jemand, moin Schwester Hansen. Ist jetzt Schwester Hansen da? Ja, Schwester Hansen versuchen wir diese Woche auch noch mal einzubinden. Okay, also 2 Stunden auf dem Grimaldi-Schiff ist jetzt doch ein bisschen viel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich darauf nicht warten möchte. Ja, also in diesem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tag mit euch gemeinsam. Ich bin immer wieder baff, was wir für eine mega geile Community haben. Ich freue mich echt immer so wahnsinnig darüber, was hier abgeht. Also eigentlich freue ich mich auf jeden nächsten Stream. Tschüss! Also ich bin immer schon super, super happy, wenn ich weiß, ich kann morgen wieder streamen, übermorgen streamen. Das Wetter, das sieht momentan super aus. Ich bin immer ein bisschen fickerig, wenn das Wetter nicht mitspielt. Oh, da ist aber hell. Okay, ihr Lieben, mit diesem Bild von der Finkenwerder-Fähre verabschiede ich mich bei euch. Habt noch einen schönen Abend, macht's gut und ja, vielleicht bis morgen zum nächsten Stream. Der Dennis von der Elbcam ist morgen da in Hamburg. Vielleicht treffe ich mich mit dem, vielleicht machen wir was gemeinsam. Wenn ihr Lust habt, kommt doch rüber zur Helpcam. Ich leite euch mal weiter und vielleicht habt ihr Lust, da noch so ein bisschen Afterstream-Schnack zu machen. Ich denke, Tanja wird auch noch mal rüber hüpfen und ich werde mich mal ins Auto setzen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, over and out von der Waterkant.